Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es wieder mal um die bedingten Unabhängigkeiten in Bayes-Netzen. Und ja, Fall 2 und Fall 3 machen wir jetzt. Das hier wäre Fall 2. Das ist ein ziemlich komisches Teilchen, aber durchaus interessant. Funktioniert ziemlich ähnlich wie letztes Mal, allerdings fangen wir hier einfach mal genauso von vorne an wie letztes Mal auch. Okay, ich hoffe, ihr wisst trotzdem, was bedingte Unabhängigkeiten sind, denn das brauchen wir dringend. Das möchte ich nicht nochmal erklären, sonst schaffen wir die beiden Fälle heute nicht. Super. Das hier einfach mal aufgestellt als Abhängigkeiten, da haben wir dann einfach mal P von x, das ist ja abhängig von nichts, das heißt wir haben nur P von x, mal P von y gegeben z, mal, ich schreibe das gerade mal hierher, mal P von z gegeben x. So, und wenn wir das jetzt ausrechnen, also das ist einfach wieder das Netz hier, x ist von nichts abhängig, z ist von x abhängig und y ist von z abhängig. Das ist unser zweiter Fall. So, wenn wir uns das jetzt nochmal genauer überlegen, dann war das letztes Mal so, wenn wir P von xy ausrechnen wollten, mussten wir über alle z drüber summieren, und zwar über P von xy z. Daran hat sich nichts geändert, wir summieren über alle z drüber, über P von xy z. Naja gut, P von xy z können wir hier einsetzen. So, und jetzt haben wir folgendes, da müsst ihr mir tatsächlich einfach glauben. Das Ganze reduziert sich nachher zu P von x mal y gegeben x. Und das hier fällt weg. So, und jetzt sehen wir, die beiden sind nicht bedingt unabhängig voneinander, weil hier steht ja y gegeben x. Das heißt, wenn ich z nicht beobachten kann, also wenn ich nicht messen kann, was diese Variable z gerade ist, dann gibt mir x Informationen über y. Macht ja irgendwie Sinn, oder? Die hängen ja direkt voneinander ab. Okay. Zweiter Fall, wenn wir hier gegeben z haben, also wir können jetzt die Variable z beobachten, dann ist das Ganze ein bisschen anders. Dann haben wir hier nämlich wieder mal P von xy z, wie gewohnt, geteilt durch P von z. Das sollte eingeteilt sein. Okay. So, wenn wir P von xy z das hier einfach einsetzen, dann passiert das Witziges. Jetzt können wir ja hier Klammern setzen, wie wir wollen. Und jetzt mache ich das einfach mal. Ich setze hier quasi eine imaginäre Klammer drumherum, mal dem hier. Das hier ist meine Klammer. So, und jetzt mal scharf hingucken. Vielleicht pausiert ihr mich kurz und überlegt mal, an was erinnert euch das Eingeklammerte hier? Das ist tatsächlich Bayes Theorem. Das heißt, nach dem Satz von Bayes kann ich das hier auflösen. Da steht P von x mal P von z gegeben x mal geteilt durch P von z. Das ist dasselbe, wie wenn ich jetzt hier schreiben würde x oder die Wahrscheinlichkeit von x gegeben z. Das heißt, ich tausche die beiden hier einfach x gegeben z und der Rest fällt raus. So, und was passiert dann? Naja, ich habe hier stehen P von x gegeben z mal P von y gegeben z. So, das heißt, x und y sind unabhängig, sobald ich z beobachten kann. Weil das ist ja genau das, was wir raushaben wollten. Also im Prinzip wie im Fall 1 auch. Merkt euch das, dass Fall 1 und Fall 2 ziemlich gleich sind. Gut, jetzt zu Fall 3. Das wäre der hier. Der Fall ist ein bisschen anders, aber wir können uns das einfach ganz normal angucken, wie wir es bisher auch gemacht haben. P von xy z, naja, was ist das? Hier kommt dann raus P von x und P von y. Die beiden sind ja von nichts weiter abhängig. Hier oben mal P von z. Aber Achtung, gegeben x und y. So, das wäre die Formel für das komplette Bayes-Netz hier wieder. Die brauchen wir einfach ständig, deswegen schreibe ich die immer oben drüber. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was passiert denn, wenn ich hier P von xy ausrechne. Okay, P von xy, da war es wieder so, ich summiere über alle z drüber. Über P von x, y und z. So, P von x, y, z setze ich gleich mal ein. Dann fällt niemandem auf, dass ich hier aus Versehen Semikolon statt Kommas gemacht habe. Oder Kommata, um genau zu sein. So, und jetzt haben wir hier P von x mal P von y mal P von z gegeben xy. Gut, P von x mal P von y, die hängen nicht von z ab. Das heißt, aus einer Summe, die von z abhängt, kann ich die einfach rausschmeißen. Okay. Also P von x mal P von y mal die Summe über alle möglichen z über die Wahrscheinlichkeit von z
gegeben x und y. Naja, gegeben x und y ist ja irgendwie okay, aber ich summiere über alle z drüber und ich habe euch schon gesagt, da kommt dann am Ende 1 bei raus. Das heißt, hier kommt einfach 1 bei raus bei dieser ganzen Summe, das heißt, ich kann es auch einfach weglassen. Okay, und wenn es wegfällt, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt haben wir genau das, was wir hier oben stehen haben, hier unten stehen. Das heißt, in diesem Fall, wenn wir z nicht beobachten können, dann sind x und y unabhängig voneinander. Aber was passiert denn, wenn wir z beobachten können? Damit wären wir bei Fall 2. Wenn wir z beobachten können, dann steht hier plötzlich nicht mehr das da, sondern es steht p von x, y, z geteilt durch p von z, wie jedes Mal. Das hier sollte mal wieder das geteilt durch sein. So, okay. Das hier geteilt durch p von z, naja gut, da kommt irgendwie wieder mal das hier eingesetzt und das dann hier rüber kopiert. Da können wir nicht wirklich Informationen draus ziehen, das ist halt einfach eine Formel. P von x mal p von y mal p von z gegeben xy geteilt durch p von z. Ja, ist schön, aber bringt uns nicht viel. Das bedeutet, wir können das hier nicht weiter vereinfachen und es ist nicht das hier oben. Das heißt, x und y sind nicht bedingt unabhängig. Das heißt, wenn wir z beobachten können, also zum Beispiel die Sportlichkeit, dann gibt uns x Aufschluss über y. Also wieder wie im ersten Fall, nur dass wir jetzt hier den Fall haben, wenn wir z beobachten können, dann ist das so, dann gibt uns x Aufschluss über y. Wenn wir sie nicht beobachten können, diese Variable z, dann nicht. Also dann haben wir keine Ahnung, was x und y miteinander zu tun haben. Ziemlich spaßige Sache. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Warum wir das Ganze machen und was wir damit machen wollen, werden wir nächstes Mal uns angucken. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.